Immer wieder geriet der Rollberg-Kiez in die Schlagzeilen. Jeder Fünfte ist arbeitslos, jeder Dritte nicht deutscher Herkunft. Mit 40 Nationen auf engstem Raum. Problemviertel, Arbeitslosigkeit, Kriminalität und Jugendbanden. Wurde sofort das Feuer auf die Beamten eröffnet. Sozialer Sprengstoff, der sich immer wieder entlädt. Die Rollberge hatten früher einen sehr, sehr, sehr schlechten Ruf. Also meiner Meinung nach wird das eigentlich mehr von außen noch so reingetragen. Mich kränkt es extrem, wenn man sagt, ey, Rollberg-Kiez ist scheiße. Da sind nur Migrationshintergründe, hast dich gesehen, Leute, die keine Perspektive haben. Klar tut's mir weh, weil ich bin da aufgewachsen, okay? Kommt doch selber hierher, schaut es euch selber an. Ja, und macht euch selber das Bild daraus. Zack, zack, umziehen. So, Aufstellung! Warum ich das Boxen ohne Gewalt hier im Rollberg-Kiez gemacht habe? Ganz einfach. Meine Heimat, meine Kinder, meine Kultur, es spiegelt sich alles zurück. Ich würde es auch woanders nicht machen wollen, weil ich will hier meine Kids, die hier auf mich hochgucken, auch weiterbringen, weil ich bin ja auch aus dem Sumpf rausgekommen. 1, 2! Kinder, die hierher kommen, sind halt mehr so ein Migrationshintergrund. Eltern sind meistens arbeitslos oder überwiegend, haben eine super Erziehung, aber das Problem ist die Unterstützung oder die Förderung der Kinder von den Eltern fehlt so ein bisschen. Erstmal sind wir hier in Neukölln, gerade hier in Nordneukölln. Wir sind hier wirklich Multikulti, wirklich. Also da geht ja kein Weg dran vorbei. Ich persönlich liebe Multikulti. Multikulti ist wirklich, was man ja hier auch sehr gut sehen kann, bunt. Es bin einfach ich. Ja, ich bin Multikulti. Ja, also ich denke, ich bin ein typischer Rollberger. Hier sehen Sie, das ist praktisch der Rollberg alles. Hier ist die Moorstraße und hier ist die Briesestraße, hier ist die Kienitzer Straße. Das ganze Gebiet ist errichtet worden im sozialen Wohnungsbau und genau diese Mieterstruktur ist dann auch eingezogen damals. Sind auch noch viele von da, aber die Mischung der Wohnung, dass es eben kleine Wohnungen gibt und für große, führt dazu, dass Familien hier drin wohnen. Die Älteren brauchen ja dann irgendwann die großen Wohnungen nicht mehr, ziehen dann wieder aus, ziehen vielleicht ein bisschen an den Rand. Sie sind aber alle sehr kiezgebunden hier. Sie mögen alle ihren Kiez. Ich habe lange viel Scheiße gebaut. Es gab viele Schlägereien. Ich habe mich mit allen angelegt, auch mit Jungs. Ich kann nicht mehr im Rollberg-Kiez sein, weil ich Streit mit meiner Familie habe. Es gab Schläge zu Hause, sehr, sehr viele Schläge.
Früher hat es wehgetan, dann habe ich es irgendwann nicht mehr gespürt. Ich habe nicht mehr geweint, ich war so kaputt. Ich war auch so ein Radauling, so, sag mal so, hier im Räuberkiez, ganz bekannter. So. Ich war wirklich nur am Randalieren, nur am Mist bauen. Freunde, die, wie ich zum Beispiel, damals noch gar keine Perspektive, gar keine Ziele, nichts im Leben hatten. Wir hatten halt unser Boxsport, wussten nicht wohin damit, einfach hier draußen auf dem Platz gechillt. Und jetzt sind die ganz coolen, die nicht mal hier wohnen, kommen hierher und sagen, das ist unser Platz. Das ist meine. Ich bin Gangster. Und dann ging es halt so drauf und runter, haben den geärgert und so. Aber im Endeffekt hat es dann irgendwann mal im Kopf Klick gemacht. Und ja, da hat man gesagt, okay, hey, warum sollte man nicht für sein eigenes Kiez was machen? Den größten Verbrecher? Wir sagen jungen Menschen, wie man sich verhält. Der Umgang mit der Aggression und Gewalt gegenüber Menschen, die sowas ausüben. Ich bin seit 1985 auf dem Polizeiabschnitt 55 im Präventionsbereich und da zuständig für die Kriminal- und Gewaltprävention. Also das kannst du im Grunde schon im Kindergarten beginnen, zum Beispiel mit den Regeln der Gleichberechtigung und vor allen Dingen eben keine physische oder seelische Gewalt. Und das zu verstehen, wie viel schöner es ist, wenn man kooperiert. Aber da haben wir hier schon noch ein gutes Stück zu tun. Da finde ich, sollten wir uns nichts vormachen. Als ich noch klein war, wurde ich schon verlobt. Die wurden mir auch vorgestellt, aber ich habe mich dagegen gewehrt. Und dann habe ich wieder Schläge bekommen, aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Mein Vater hätte lieber ein Kind, das nicht rausgeht, das keinen Kontakt mit Freunden hat. Ein Kind, das die ganze Zeit zu Hause ist, putzt, kocht und dazu noch verheiratet. Eine Sklavin. Warum muss ich so sein? Das will ich nicht. Für mich ist die Wohnung hier meine Höhle. Ich denke, das sagt eigentlich alles, ne? Das ist meine Höhle. Hier kommt eigentlich keiner rein. Hier kann ich meinen persönlichen Winterschlaf halten, auch im Sommer. Ich bin eine Person, ich bin Einzelgänger. 100%. Ich habe auch keine, habe ich auch nie gehabt. Das gibt ja so, gerade meine eine Nachbarin hier, mit der ich mich mittwochs immer treffe, ne? Die ist so stolz darauf, die ist jetzt 71, noch Schulfreunde, wo ich denke, na, das würde mir noch fehlen. Ja, nee, ich bin wirklich Einzelgänger. Nee, ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, dass hier noch eine zweite Person mit rumkrepelt, ja. Nee, das wäre ein totaler Albtraum, um Gottes Willen. Hau weiter, hau weiter, hau weiter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Zeit, wechseln. In dem Moment, wo ich mit meinen Kids halt zum Turnier gegangen bin und die alle verloren hatten und die alle sauber geboxt haben, hast nicht gesehen, war für mich so, boah, ey,
jetzt will ich aufhören, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Aber irgendwie, man sieht ja in den Augen so dieses, ich will, so, lass mich nicht fallen. Und da werde ich die auch nicht fallen lassen. Jetzt alles geben, hau weiter, komm! Und komm. Komm weiter, komm. Was die lernen sollen, das ist ganz klar. Erstens Disziplin mit sich selbst. Weil wenn man sich selbst respektiert, respektiert man wirklich jeden Menschen. Wenn die es wirklich nicht lernen oder nicht in den Kopf eindringt, dann geht das Ganze nach hinten los. Man sagt ja hart, aber herzlich. Ich bin kein Monster, ich bin auch ein Vater, ich habe auch Kinder. Deswegen sehe ich euch wie meine Kinder und behandle ich euch wie meine Kinder. Okay? So. Wer ist zufrieden mit mir? Ja? Wer ist zufrieden mit meiner Arbeit? Sehr gut, freut mich. Füße zusammen, Augen geradeaus und hey! Und wenn die Kids halt diese Disziplin nicht einhalten oder nicht lernen, dann verwenden die es locker auf der Straße. Und wenn ich das mitbekomme, dann werden die aus dem Boxprojekt komplett rausgeschmissen und von einem professionellen Polizisten erstmal beraten, gezeigt, getan, was Strafrecht bedeutet. Also es gibt hier welche, die sicher die Polizei auf Deutsch gesagt nicht mit dem Arsch ankicken. Natürlich Menschen mit einer gewissen Problematik, dass es ein Problem geht. Ja? Und da muss man eben versuchen, mit Projekten auf alle Menschen zuzugehen und das niedrig zu halten. Ja? Ich bin ein offener Mensch. Ich möchte mal hier und mal da sein, dies und das erleben. Ich will die ganze Welt sehen. Warum kann ich nicht einfach mit meiner Freundin reisen, zum Beispiel nach Frankfurt oder so? Meine Familie würde mir das niemals erlauben. Schwutz ist für mich Heimat, also meine persönliche Heimat. Ich würde eigentlich gerne viel öfter gehen. Dann würde ich mir wieder mein schönes, stilles Plätzchen suchen und mein alkoholfreies Bier und dann wieder da hier voll dröhnen lassen, ne? Weil das liebe ich auch. Ich selber kann nicht mehr tanzen, aber ich sehe das auch gerne, wenn die anderen da tanzen. Hier am Schwutz ist das so toll, dass da halt alles drin ist. Da sind Schwule, da sind Lesben, da sind Transgender, da ist normal und alles harmoniert. Ich habe da noch nie ein böses Wort drin gehört. Ja? Das finde ich so toll da drin. Das ist ja ein tolles Video. Ich bin eher der laute Mensch. Nee, meine Nachbarn beschweren sich nicht, die sind alle taub. Also schwerhörig, sage ich mal. Von daher habe ich hier Glück, in einer Seniorenwohnanlage zu wohnen. Man wird hier schon sehr stark damit konfrontiert, dass hier viel öfter die Polizei hier die Wohnung aufbricht, weil Personen in der Wohnung verstorben sind, wo dann manchmal so der Gedanke so für sich entsteht, ja, irgendwann wird es dir auch mal passieren. Wenn man jemand ist, der ein Standing hat in der Gemeinschaft hier, auch wenn er nicht ständig hier wohnt, dann kann man auch die Menschen mitnehmen und positiv beeinflussen. Wenn jetzt hier vorne ein Olaf oder ein Peter, würde keiner ernst nehmen. Auch als Lehrer nicht. Wenn jetzt ein Seifer, ein Erkan, ein keine Ahnung wer vor denen steht, aus demselben Kiez, dem was beibringt, fällt es viel leichter, weißt du, die zu überreden, weil ich habe die gleiche Kultur wie die, das beeinflusst die ganzen Jugendlichen. Und die Kriminalitätsentwicklung, die ist ja positiv. Wenn ich mir angucke, wie die Zahlen sind, dann sind sie, wie gesagt, nochmal rückläufig. Da fühle ich mich in meiner Arbeit bestärkt.
Wenn ich jetzt jemanden verehre und der hat eine kriminelle Laufbahn, ist klar, dass ich so sein will wie er. Aber hast du jemanden, der sich für Jugendliche einsetzt, der es nur gut meint, da guckt keiner hin. Hast du Waffen, hast du Messer, hast du Drogen, hast du Schlampen, bist du der Beste. Der gerade Weg ist immer einsam, wa? Mein Vater wurde schon mehrmals angezeigt. Es ist nichts passiert. Ich verstehe das nicht. Auch egal. Es hat angefangen, als ich zur Frau wurde. Er hat angefangen, mir auf einmal alles zu verbieten. Ich durfte nicht mehr zu meiner Freundin, keinen Kontakt haben, meine Telefonnummer nicht weitergeben. Ich habe für Kleinigkeiten sehr, sehr viele Schläge bekommen. Ich wurde so hart verprügelt, dass ich lange nicht in die Schule gehen konnte. Deswegen musste ich weg aus Neukölln. Wo ich jetzt bin, habe ich nichts. In meiner alten Nachbarschaft kann ich an irgendeiner Tür klingeln, bei einer arabischen oder türkischen Familie. Ich würde sie fragen, ob ich einen Teller Essen bekommen kann. Sie würden mir den ganzen Kühlschrank geben. Die sind immer für dich da, egal ob du fremd bist. Die nehmen dich trotzdem auf. Heimat ist für mich ein Ort, wo ich mich zurückziehen kann. Ist ein Ort für mich, wo ich mich wohlfühlen kann. Ist ein Ort, wenn ich falle, kommt jemand und hebt mich auf. So, das ist für mich Heimat. Also das sind so Erlebnisse, die ich nicht missen möchte. Wenn Menschen dann sagen, sie finden sich hier zu Hause und leben hier gerne, das höre ich gerne. Diese Lebensfreude, die da einfach ist, ja, wo ich dann denke, ach, warum können nicht alle mal eine Stunde ins Schwitzchen und sich da so ein bisschen Lebensfreude holen, ja. Ist doch schade. Wenn ich an Heimat denke, dann denke ich an meine Freunde, an Neukölln, meine Hut. Mann, ich will weg von hier. Ich will nach Neukölln. Also im Räuberkiez sind die Leute extrem einzigartig. Das heißt, die kannst du auch einfach so nicht beschreiben. Diese Kultur, die hier sich aufgebaut hat, das ist schon krass.